Willkommen zur Unbekannte Geräte Einhell-Edition und ich sage dir, du wirst aus diesem Video rausgehen und mindestens 2 der Werkzeuge wirst du haben wollen, denn ich will sie alle. Normalerweise schauen wir uns immer Akkuschrauber, Tischkreissägen oder ähnliches an. Heute mal andere Werkzeuge oder Werkzeuge der anderen Art. Und ich sage dir, du musst das Video schauen bis zum Ende, denn jedes einzelne hiervon ist ein Kracher. Wir haben zum Beispiel den besten Ventilator für den Sommer. Wir werden heute meinen Pool sauber machen und so, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so möglich ist. Oder einen Laubbläser, mit dem du Dinge machen kannst, das glaubst du gar nicht. Du kennst Laubbläser, aber das hier ist was komplett anderes. Das ist wirklich ein Laubbläser, aber du kennst das ja normalerweise, hast du ihn hier in der Hand und hast dann dementsprechend auch hier vorne den Austritt der Luft. Das heißt, wenn du etwas auf dem Boden hast, was weggeblasen werden muss, naja, dann muss die Luft erstmal bis dahin, wird deutlich langsamer und die Kraft, die du hast, am Boden etwas wegzublasen, ist viel niedriger. Wenn wir uns jetzt das hier angucken, ganz anderes Wirkprinzip. Ihr seht hier, ja, ich bin schon fast am Boden und wenn du jetzt hier etwas wegblasen möchtest, dann kannst du hier richtig genial lang gehen. Und wir zeigen das hier auch mal mit den Bildern. Das ist der Wahnsinn, wie viel Kraft dieses Gerät hat. Das ist also wirklich, wenn wir jetzt so schon lose Erde hatten hier auf der Straße, ist mit weggeblasen worden. Alles an Dreck weggeblasen, kleine Steine weggeblasen, also gefühlt Autos weggeblasen. Naja, nicht ganz, aber das ist schon echt der Hammer. Und ihr seht aber hier, wir haben wirklich ein ganz anderes Prinzip. Erstmal zu Zahlen, Daten, Fakten. Das Ganze hier kostet so um die 170 €. Zusätzlich haben wir hier eine Austrittsgeschwindigkeit, darum geht es ja, von 270 km/h. Das heißt, nochmal, hier unten am Boden muss ich irgendetwas entweder mit 200 gegen 270 km/h festkrallen oder es ist woanders. Ja? Was wir auch noch haben, ist Folgendes. Wir haben hier 1100 Kubikmeter, die in der Stunde hier durchgeblasen werden durch diese kleine Turbine. Das ist richtig krass. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie ist denn das Gerät aufgebaut. Wir haben hier 2 Akkus, 2 18 Volt Akkus, die hier reingehören. Nummer 1 und jetzt hier Nummer 2, ist also ein 36 Volt Gerät. Dann schauen wir uns das hier mal weiter an. Diesen Winkel, den du eben gesehen hast bei mir, den kannst du einstellen. Du kannst entweder das komplett nach unten stellen, ja, dann hältst du es so und dann geht es komplett nach unten. Wozu man das braucht, weiß ich gar nicht. Oder ein bisschen schräg, ja, oder noch ein bisschen oder sogar ganz gerade, je nachdem, so wie du es eben brauchst. Ja. Wenn du sagst, du brauchst es so eher, dann ist natürlich auch okay. Und das ist aber sehr flexibel einstellbar. Und wenn wir mal ehrlich sind, das Design ist auch irgendwie cool, oder? Und wenn es jetzt ums Bedienen geht, ist es sehr einfach. Du hast hier deinen Daumen, kannst damit Folgendes machen. Du gehst hier einfach einen zur Seite. Dann startest du es und je weiter du zur Seite gehst, umso mehr Power hast du auch. Und dann haben wir noch den Turbo-Knopf. Damit hast du dann die absolute Endpower hier an der Stelle. Und damit reißt du gefühlt schon Bäume aus dem Rasen. Nein, das natürlich nicht. Aber die Kraft ist wirklich der Hammer. Ich will das haben. Lebst du auch immer am Limit und dein Handy hat nur 5%, dann ist es kein Problem, denn jetzt hast du sogar Outdoor die Möglichkeit, dein Handy zu laden. Wir haben hier nämlich für 94 € ein Solarpanel von Einhell. Und ich war ehrlicherweise wirklich skeptisch. Das klappt doch niemals. Damit kann ich erst mein Handy nicht laden, da kommt gar kein Strom raus, aber weit gefehlt. Erstmal ganz kurz, wie funktioniert das? Du hast hier einen schönen magnetischen Klappmechanismus, ja, zack und zu. Schönen Tragegriff, kannst es aber auseinanderklappen und dann hast du hier hinten eine kleine Möglichkeit, das aufzustellen. Ich zeige es mal für euch von eurer Seite. Einmal rechts, einmal links und dann quasi schon wieder fallen lassen. Und so, stellen wir hin. Und dann kommt da auch richtig Energie raus. Denn dieses Solarpanel hier kann 40 Watt Energie erzeugen. Das wollte ich ehrlicherweise gar nicht glauben, deswegen habe ich es bei uns mal angeschlossen an ein Gerät, was das auch messen kann. Du steckst es dort einfach ran und was kommt raus? Sogar 42 Watt wurden gemessen. So im Schnitt, es war so ein mittelmäßig heller Tag, war sogar ein bisschen bewölkt. Ab und zu hatten wir so 30, 35 Watt, die dort rauskommen. Damit kannst du übrigens das Gerät, was du hier im Video auch siehst, also diesen großen Akku auch einfach mal laden. Dauert halt nur ein paar Tage. Was du aber laden kannst, ist dein Handy. Bei USB-A kommen 18 Watt raus, bei USB-C kommen sogar 30 Watt raus und damit kannst du dein Handy sogar erstaunlicherweise relativ schnell laden. Und du hast übrigens wirklich eine All-in-One-Lösung. Du hast hier deine Tasche, die ist hier fest dran, machst das Ganze auf.
Hier sind deine Anschlüsse. Du hast hier ein USB-C-Kabel mit dabei. Wer hat schon noch USB-A? Ja? Mit dabei. Du hast hier aber an dem Gerät USB-C, also USB-C, USB-A an der Seite. Und hier hast du noch einen XT60-Stecker für die passenden Geräte. Aber alles in allem zusammen. So klein, handlich zum Mitnehmen. Ich finde es genial. Ich habe am Anfang gesagt, mindestens 2 Geräte von denen hier auf dem Tisch willst du haben und das ist garantiert eins davon. Warum? Vor kurzem hatten wir 40 Grad und da möchtest du gerne einen schönen Ventilator, schöne Luft haben zumindest. Und gerade nachts haben ja viele folgendes Problem. Klimaanlage will man nicht, so einen lauten Ventilator, oh, das nervt auch. Dann willst du einen richtig genialen Ventilator haben. Und das hier ist ein genialer Ventilator. Erst würde man sagen, ey komm Freund, das ist ein Ventilator. Was willst du denn von mir? Nee. Ist es nicht, denn der hat Funktionen, die man sonst so nicht kennt oder ganz, ganz wenige Ventilatoren haben. Erst einmal, wir haben ein 18 Volt Gerät, das Ganze hier kostet um die 100 Euro. Auch wie gesagt, alle Produkte übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt, kennst du ja. Unbedingt mal vorbeischauen, denn ich bin gespannt. Schreib mal in die Kommentare auch, was ist dein Lieblingsgerät? Es wird garantiert der Lüfter sein, bin ich der Meinung. So, also, wir haben ein 18 Volt Gerät. Auf voller Power hält das Ding 14 Stunden mit einem Akku. Auf niedrigster Power 43 Stunden. Überleg mal, 43 Stunden am Stück kann das Ding hier ventilieren. Aber was macht das so genial? Erstmal, wir haben hier keinen so sonderlich großen Ventilator, aber wir haben einen, kannst du in der Höhe verstellen, stufenlos, da wo du es hin haben möchtest, einfach einstellen. Aber das Geniale verbirgt sich hier oben auf diesem Panel. Denn hier kannst du erstmal das ganze Gerät einschalten. Das ist jetzt nicht weiter wild, aber wenn wir es einschalten, ist ja auf der kleinsten Stufe. Und was hörst du jetzt? Du hörst ein Riesengetöse? Nicht. Er ist annähernd lautlos. Und genau deswegen finde ich es für nachts genial, weil er ist wirklich leise, leise, leise. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 2 ist so, wenn ich sage, Schlafzimmer auf dem Dorf, ist das wahrscheinlich immer noch nicht hörbar. Ja? In der Stadt auf keinen Fall hörbar. Die Stadt wird lauter sein, ist das, was dieser Lüfter jetzt gerade macht. Ja? Erst bei Stufe 3 fängt er an. Jetzt ist es so, dass man langsam den Lüfter auch hört. Ja? Jetzt gerade und Stufe 4, jetzt ist er deutlich hörbar. Das heißt aber, wir stellen es erstmal fest, auf Stufe 1 und Stufe 2 annähernd nicht hörbar, Schlafzimmer geeignet. Als nächstes ist es so, er bleibt jetzt ja fest stehen und bei diesen Ventilatoren, die so hin und her wedeln, hast du ja häufig genau ein Problem, nämlich sie haben gefühlt 360 Grad mal 4 und bis sie bei dir wieder angekommen sind, ist eine halbe Stunde vergangen. Hat der hier nicht, also die meisten haben ja so 120 bis 160 Grad. Der hier hat, wenn du es einstellst, erst einmal 30 Grad. Das heißt, wir haben nur eine Breite von 30 Grad nach links und rechts, wo er dann unterwegs ist. Ergo, er trifft, wenn du zum Beispiel so liegst, hast auf eine gewisse Entfernung, dann wählt er quasi nur dich ab. Wenn du sagst, ab und zu mal doch ein bisschen daneben, kein Problem, drückst du nochmal drauf, hast du 60 Grad oder du machst es nochmal und hast du den Klassiker, die 120 Grad, hat einen relativ weiten Winkel. Aber das ist doch schon genial, gerade fürs Schlafzimmer und für heiße Sommertage. Was du noch machen kannst, sagst, ich möchte es vielleicht nur zum Einschlafen haben, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Timer einzustellen. Einfach so hier 1 Stunde, 4 Stunden oder, was haben wir noch drauf stehen? 8 Stunden. Ja? Und das heißt also, du kannst es dir perfekt einstellen. Das ist leise. Es ist auch mit 100 Euro, finde ich, eigentlich relativ günstig. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das Ding kaufe ich mir gleich 3-mal, weil bei diesem Sommer, ich brauche den. Du hast einen Hof, selbst wenn du nur eine mittelgroße Pflasterfläche hast oder einen ganzen Hof, du brauchst eine Kehrmaschine. Das weißt du selber. Mit einem Besen, das ist doch keine Alternative. Wir haben hier keine Kehrmaschine. Das ist unsere neue Kehrmaschine. Denn für 175 Euro bekommst du hier eine Kehrmaschine, die nur einen Akku braucht, 18 Volt und auch richtig lange hält, muss ich sagen. Das Interessante ist, dass wir eine ganz einfache Technik haben. Hier vorne haben wir so einen 18 Volt Akku drin. Hier, zack, hier kommt es rein und hier haben wir unseren Behälter. Da wird das Ganze gut hier vorne eingesaugt quasi und hier reingeworfen. So einfach ist das Ganze auch schon. Und das Geniale ist, wenn ihr euch das mal anschaut, hier vorne, haben wir unsere rotierenden Bürsten, die ziehen das Ganze hier rein und schmeißen es dann hier hinten in den Behälter. Und was haben wir gemacht? Wir sind hier mal ein bisschen über den Hof gelaufen und haben echt
gesehen, wie gut das funktioniert. Ich selber bin mal auch an einer Mauer lang gelaufen oder hier an der Hauswand lang gelaufen. Da zieht er alles raus, auf dem Hof, den ganzen Sand, alles, was da irgendwie sich mal gesammelt hat, kommt alles schön zusammen. Wenn wir ein bisschen Konfetti haben, wenn wir eine Party haben zum Beispiel, das kann er auch wieder aufsaugen oder aufkehren eher. Also ich muss sagen, ich finde das richtig genial. Und ich habe mich heute gefragt, warum zum Teufel hatte ich die letzten 5 Jahre keine Kehrmaschine? Man soll ja immer ehrlich sein. Ich kann keine Fenster putzen. Also zumindest kann ich nicht gut Fenster putzen. Und ich mag auch Fenster putzen nicht. Aber hiermit könnte ich mir das nochmal anders überlegen. Denn wir haben hier ein Set, was im Einstiegsset nur 40 € kostet. Und damit kannst du erstaunlich, ich habe es ausprobiert, erstaunlich gut einfach deine Fenster putzen. Du kannst auch das große Set kaufen für 100 €, aber eins nach dem anderen. Wir haben hier beim kleinen Set das hier mit dabei. Du hast hier einfach so eine Flasche, damit kannst du hier dein Reinigungsmittel auf die Scheibe auftragen, das Ganze dann auch reinigen, hier mit dem entsprechenden Pad. Den kannst du auch abmachen, den Pad, das Ganze säubern, Waschmaschine oder, kannst es wieder verwenden. Dann ist ja aber deine Scheibe ja irgendwie nass. Und um die trocken zu bekommen, das ist ja das eigentliche Problem, ja, haben wir hier diesen Sauger mit dabei. Das heißt, du gehst einfach in deine Scheibe, machst du ihn an und dann saugt er hier vorne über diese Lippe, die wir hier haben, das Wasser einfach von der Scheibe, da streift es ab und saugt es ein. Dann kannst du von oben nach unten runter gehen und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze sauber. Das Einzige, wo ich nochmal was nacharbeiten musste, war unten über den Rand, wo ich ein bisschen mit dem Tuch nochmal lang gehen musste und ich hatte ein sauberes Fenster. Finde ich wirklich mega. Und für 40 € kann man es ja auch einfach mal ausprobieren. Was ich übrigens richtig gut finde, im Gegensatz zu anderen Lösungen ist Folgendes: Wir haben hier einen Akku. Mit diesem kleinen Akku, 2,5 Ampere-Stunden, kannst du 200 Minuten, also ergo mehr als 3 Stunden am Stück saugen. Ich weiß gar nicht, wie groß dein Palast ist, ja? Aber das sind eine Menge Fenster. Und damit das Gerät auch irgendwo einen passenden Platz findet, haben wir auch einen passenden Halter mit dabei. Irgendwo festschrauben und schon hat es eben seinen Platz. Und beim großen Set ist es so, wenn du für deinen Palast eine Verlängerung brauchst für A und B, ist er gleich mit dabei und du kannst selbst hohe Fenster perfekt reinigen. Wer kennt es nicht? Man liegt dekadent in seinem Pool und denkt sich, Mensch, der müsste mal wieder sauber gemacht werden, aber man hat weder einen Butler noch einen kleinen Roboter, der das macht. Dann brauchst du genau sowas. Und ehrlicherweise muss ich eine Sache gestehen. Ich habe so einen kleinen Aufstellpool, jetzt seit Jahren, und ärgere mich immer, dass da unten irgendwas da so liegen bleibt. Wie fummelt man das da raus? Denn ich habe wirklich keinen Roboter und dafür gibt es so einen Poolreiniger. Der kostet 150 €, ist ein 18-Volt-Gerät, Akku auch sehr gut gekapselt hier hinten und der funktioniert super simpel. Wir haben hier eine kleine Pumpe und dann gehst du damit einfach auf den Grund und saugst damit entlang wie mit einem Akkusauger, also mit einem Staubsauger, Mann. Und dann gehst du einfach da durch, zack, 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 zack. Und fürs Video habe ich das ja auch gemacht. Und ich habe gedacht, naja, mein Pool ist ja eigentlich sauber, gar kein Problem. Aber weit gefehlt. Ich habe das Ganze dann aufgemacht und beim Aufmachen gesehen, da ist Sand drin, irgendwelcher Grindblätter, Zeug. Das habe ich gar nicht gesehen. Und ich muss sagen, so ein Poolsauger funktioniert deutlich besser, als ich gedacht hätte. Und ich muss wirklich sagen, auch das Ding brauche ich einfach. Und ich bin auf eure Kommentare super gespannt. Wie macht ihr euren Pool sauber? Ich habe ja heute gesagt, eigentlich brauche ich jedes Gerät von dem, was wir hier auf dem Tisch haben. Und so ist es auch mit dem hier. Wir haben hier eine kleine Akkupumpe. Wichtig, wir haben keinen Kompressor, weil wir haben nur einen maximalen Druck von etwas über 1,2, 1,3 Bar. Mehr kann der nicht. Das heißt, du kannst damit nicht dein Auto aufpumpen, dein Auto schon mal gar nicht, aber nicht dein Autoreifen, dein Motorrad oder dein Fahrrad oder ähnliches. Dafür ist es einfach nicht da, sondern du kannst damit zum Beispiel sowas wie hier hinter mir so ein Subboard aufpumpen. Ich persönlich brauche es aber für was anderes. Ich habe ein kleines Ruderboot, so ein kleines Schlauchboot bei mir, mit dem ich ab und zu mal auf den See gehe, da ein bisschen rumrudere und das mag ich eigentlich ganz gern. Aber ich habe noch nicht mal das Problem mit dem Aufpumpen. Das ist auch lästig, wenn man das irgendwie anders machen muss. Aber die Luft muss dahinter wieder raus. Und genau das kann das Gerät hier auch. Das kann sowohl aufblasen als auch eben wieder rausziehen. Und das macht es für mich super, super nützlich. Und gerade bei mir zum Beispiel war es früher so, ich bin mit meinem Auto an den See gefahren, habe da so ein 12 Volt, so eine kleine Pumpe geholt, mit diesem blöden Kabel irgendwie zum Auto hin, dann zum Boot hin, das ist irgendwie aufgeblasen. Das ist echt ätzend. Und mein Anschluss hat nicht richtig gepasst. All das hat hiermit sein Ende, wenn ich ihn dann jetzt auch nehme.
Denn wir haben hier Folgendes, wir können ihn hier einfach einschalten, können manuell erstmal ihn pumpen lassen, wir können aber auch es automatisch machen. Dann haben wir hier einen Abschaltdruck, den wir hier einstellen können über die Plus- und Minus-Taste und dann macht er das eben automatisch, je nachdem, was dein Gerät, was du aufpumpen möchtest, dann eben vorsieht. Hier war ich echt erstaunt, denn hier unser Kollege hinter der Kamera, das ist sein Board und er hat damit das Board immer aufgepumpt. Und seine Reaktion, als das Ganze aufgepumpt war folgendes: So fest und so gut aufgepumpt hat er es von Hand noch nie. Denn ganz ehrlich, das machst du doch damit nicht. Irgendwann sagst du einfach nur noch, komm, das reicht jetzt, raus aufs Wasser, oder? Kaffee für unterwegs, gar kein Problem mit deiner mobilen Kaffeemaschine von Einhell. Und bei mobilen Kaffeemaschinen, wo ein Akku dran ist, steht ganz schnell mal mindestens mal eine dreistellige Zahl. Hier 58 €. Für 58 € bekommst du ja ein Gerät, mit dem du unterwegs Kaffee machen kannst. Finde ich wirklich genial. Und die ist auch wirklich super simpel und deswegen, weil wir am Ende des Videos sind, koche ich mir jetzt meinen Kaffee. Wie funktioniert das Ganze? Erst einmal, wir nehmen hier unseren Akku, stecken den hier rein. Zack. Dann haben wir hier vorne unsere Tasse, eine schöne Edelstahltasse, steht auch wunderschön Einhell drauf. Dann machen wir unseren Deckel drauf. Vorher haben wir hier jetzt die Möglichkeit, unseren Kaffee reinzutun. Aufmachen. So war's, genau. Hier haben wir unser Sieb. Und wir haben jetzt Folgendes, das ist ganz wichtig, weil beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, habe ich es falsch gemacht, ich habe zu viel Kaffee reingemacht. Dafür haben wir aber hier im Deckel einen Kaffeelöffel. Und den können wir schön voll machen, rein und dann läuft das auch. So, hier unsere gute Jakobskrönung, wie früher bei Oma. Wunderbar. So, schöner Löffel, den machen wir jetzt hier rein. So. Wir können übrigens auch Pads nehmen, auch kein Problem. Du passende Pads hast, dann geht es damit auch los. Einfach hier rein. Und jetzt haben wir hier einen Wasserbehälter. Und zwar einen Behälter für maximal 240 Milliliter. Perfekt für die Tasse. Ja, machen wir jetzt hier rein. Und dann, wir brauchen noch Wasser. So, machen wir das Wasser hier rein. Und dann geht das auch schon gleich los. Das ist wirklich einfach. Zack, 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 zack. Und so wenig ist das eigentlich gar nicht. Also der Behälter ist auf jeden Fall voll. So, einmal rum, an und schnell die Tasse rein. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Keine 5 Minuten später ist er fertig. Ich nehme das Ganze jetzt mal raus und das sieht doch aus wie Kaffee. Für mich muss ich aber ehrlicherweise sagen, ich trinke Kaffee immer komplett mit Zucker. 2 Stücke müssen rein, ein bisschen Milch. Ich will ja wissen, ob es auch schmeckt, ja? Also für euch. Das muss ich ja quasi probieren. So, ein bisschen umrühren. So. Oh ja, das Geräusch. Wer liebt das Geräusch auch noch so? So. Und wir sind mal gespannt. Also für euch erstmal, ja, jetzt zum Ende. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ja, was war euer Lieblingsgerät? Wie findet ihr die einzelnen Geräte und bei welchem sagt ihr, das muss ich sofort bei mir zu Hause haben? Und vielleicht mal eine Frage von mir. Wie viele Einhell-Akkus habt ihr bei euch zu Hause? Würde mich auch super interessieren. Und jetzt die Probe. Oh, es ist heiß, aber der schmeckt gut. Also in dem Sinne, eine Kaffeemaschine für unterwegs für 58 € und der Kaffee schmeckt. Also ran an den Kaffee und bis zum nächsten Mal.